Ja, hallo Christian Braun, willkommen in Düsseldorf. Du hast jetzt dieses Wochenende für uns gespielt, 2 Spiele in der zweiten Bundesliga West. Wie ist dein Wochenende gelaufen für uns? Ja, hallo erstmal und ja, danke erstmal für die Frage. Also ich bin echt happy, dass ich in der Mannschaft spielen durfte. Erstmal natürlich in so einer mega starken Mannschaft. Das ist sowieso schon was, ja, auch für mich ganz besonders. Mit Jordan habe ich schon in Aachen gespielt tatsächlich. Aber ja, erstmal bin ich froh, dass ich natürlich auch beide Partien gewinnen konnte. Ja. Die Motivation war groß, der Druck auch, weil die anderen natürlich auch da sind. Ja, deswegen freue ich mich, hier zu sein. Wunderbar. Ja, super. Ja, du bist ja internationaler Meister, allerdings hast du ja auch schon GM-Normen gemacht und kratzt da dran, endlich deinen GM-Titel zu bekommen. Wie sieht's aus? Ja, das ist bisher leider etwas knapp verlaufen. Also in Holland hatte ich einmal eine Leistung über 2600, da hatte ich dann einen Niederländer zu viel als Gegner, das war ein bisschen bitter. Letzte Saison war es ein halber Punkt zu wenig. Diese Saison ja, wird es wahrscheinlich was schwieriger, weil ich eine Partie sehr unnötig verloren habe. Aber naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ich bin zumindest immer sehr nah an den Normen dran. Also deshalb die Hoffnung, dass in den nächsten 2 Jahren das noch fällt. Und da arbeite ich jetzt auch dran. Ja? Mit großer Motivation natürlich jetzt auch hier in Düsseldorf mit den ganzen starken Spielern. Ja? Ja gut. Hast du schon mal Schach-Bundesliga gespielt in einer Mannschaft oder bist jetzt zweite Bundesliga im Wesentlichen? Tatsächlich auch 2 Jahre erste Bundesliga für DJK Aufwärts Aachen. Da habe ich auch meine erste GM-Norm gemacht im Jahr 2016, 17. Und danach das Jahr auch nochmal. Da war auch eine Leistung über 2500, also war ich auch ganz gut dabei. Also daher kenne ich auch den Jordan unter anderem. Der hat nämlich damals auch in 1 gespielt. Ja, also 2 Jahre habe ich schon hinter mir und sonst eigentlich zweite Bundesliga tatsächlich die ganze Zeit. Ja. Ja, erste Bundesliga sieht ja jetzt gut aus mit dem Aufstieg. Wie siehst du unsere Chancen, wenn wir in die Schachbundesliga aufsteigen sollten? Also den Aufstieg erstmal sehe ich an, dass der sehr einfach verlaufen wird. Das werden wir schon schaffen. Und danach wird es natürlich spannend. Ja? In dem potenziellen Dreikampf kann man vielleicht sagen mit Viernheim und Baden-Baden. Aber gut, ich meine, natürlich die Neuzugänge, die sprechen schon für sich. Ja? Wenn man den Weltmeister in den eigenen Reihen hat, die Nummer 2 der Welt, vielleicht den zukünftigen Weltmeister, ja, die Chancen stehen ja auch nicht schlecht, dann glaube ich, hat man sehr gute Chancen, die Bundesliga zu gewinnen. Ja? Und da der Vadim motiviert ist, gehe ich mal davon aus, dass wir das auch sind. Ja? Absolut, ja. Und du sagst selber auch, also wenn du mit diesen anderen Spielern das spielst, das empfindest auch du, ich meine, du bist auch schon ein super Spieler, aber auch du empfindest das als Ehre, mit solchen Leuten zu spielen, ja, und als Herausforderung, ja. Ja, definitiv. Also es ist halt so, die Leute sind natürlich mega, mega stark. Ja, die wissen unglaublich viel. Man selber spielt in der Mannschaft. Ja, man möchte natürlich ein gutes Resultat abliefern. Also die Motivation ist dadurch noch ein bisschen gesteigert sogar, würde ich sagen. Und ist natürlich auch jetzt nicht, ja, kann man nicht alle Tage mit solchen Weltklasse-Spielern in der Mannschaft spielen. Also auch für mich natürlich als Schachliebhaber im Allgemeinen eine ganz, ganz tolle Sache. Du hast dich ja auf Schach vollständig fokussiert, du machst auch Videos zum Beispiel für Chessbase und so weiter, hast wahrscheinlich einiges an Schülern und so weiter. Wie verteilt sich das so? Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe vorher Lehramt studiert, zwar Deutsch und Geschichte und ja, mich dann irgendwann ja, habe ich dann beschlossen, mich selbstständig zu machen. Und ja, das war auf jeden Fall der richtige Weg für mich. Also ich bin sehr happy. Schüler ist halt, na, es sind halt viele Privatschüler, es sind aber auch teilweise Vereinstrainings, wie jetzt zum Beispiel bei Lendersdorf, hin bis zum Chessens-Trainer oder Sachen für Chessbase machen, Artikel schreiben, solche Chessbase Magazine Artikel oder für Chessemy sehr viele Videokurse. Also die Arbeit ist sehr vielfältig. Auch für die Europa-Hochschule schreibe ich Artikel. Und das macht mich auch eigentlich ganz happy, dass es halt nicht nur wirklich das Training ist, sondern es ist das Spielen, das Trainieren, das Schreiben, das Analysieren. Also es ist sehr breit gefächert und ja, auch das Wissen weitergeben, ja, was man dann hat, das macht mir auch sehr viel Spaß. Ja. Ja, bei Chessbase, wir hatten es gestern schon mal diskutiert, hattest du letztens vom Jahr zum Beispiel einen Artikel, der hat mir dann in einer Eröffnung große Schwierigkeiten bereitet, weil ich das immer spielte. Da fragt man sich, hast du das selber entwickelt oder waren das Ideen, die herumkamen oder hat Chessbase dir das vorgegeben oder wie kommt man dann auf so einen Artikel, so eine Neuerung dann, sowas zu schreiben? Ja, tatsächlich ist es so, dass ich mir halt eigentlich regelmäßig auch Partien von Top-Großmeistern angucke und das war jetzt zum Beispiel auch eine Carlsen-Partie, die mich sehr interessiert hatte. Der spielte das und da dachte ich, komm, wenn der Weltmeister das spielt, das muss ja irgendwie interessant sein. Dann habe ich es halt auch wirklich analysiert und ja, das auch sehr, sehr tief und auch ein paar Neuerungen mit reingebracht. Und ja, in der Regel ist es bei mir so, wenn ich da analysiere, natürlich nimmt man die Engine, aber tatsächlich schaut man, also viele Engine-Varianten sind auch manchmal nicht ganz einfach zu spielen. Es gibt viele einzige Züge und dann versucht man auch mal einen Weg zu finden, der ein bisschen abseits ist, wo man auch nach Plänen spielen kann, beispielsweise nach einer Struktur. Man sagt zwar einen kleineren Vorteil dafür, aber das viel einfachere Spiel und so weiter. Und ja, das ist eine große Herausforderung bei diesen Artikeln, weil man sich halt nicht nur auf eine Engine verlassen kann oder auf Partien, die gespielt worden sind, sondern vielleicht auch neue Ideen kreieren kann.
die sind auch tatsächlich enthalten im Artikel. Ja. Ja, sehr spannend. Ja, dann hoffen wir, dass du weiter spannende Artikel für Chessbase und die Europarochade schreibst. Wir wünschen dir noch im Rest der Saison viel Glück und uns auch Glück für den Aufstieg und hoffentlich bald wiederzusehen in Düsseldorf. Vielen Dank, werden wir auf jeden Fall. Sehr schön. Danke.